APC Technik. Heute A wie Antrieb. Herzlich willkommen zu unserer neuen Serie hier auf dem Radio Freizeitpark-Check. Und zwar geht es diesmal um die Technik von Achterbahnen und von Freizeitparks. Wir beginnen mit dem Buchstaben A. A steht für A wie Antriebsarten bei uns. Auch wenn es für die wenigsten Achterbahnen einen richtigen Antrieb gibt, muss in jeden Achterbahnwagen entsprechend Energie gesteckt werden, um ihn zu beschleunigen. Achterbahnwagen sind übrigens kein Leichtgewicht. Ein vollbeladener Zug von der Blue Fire im Europapark bringt immerhin 10 Tonnen auf die Waage. Dieses Gewicht muss erstmal in Schwung gebracht werden. Die größte Anzahl der Achterbahnwagen hat keinen eigenen Antrieb, also keinen Motor, sondern die Wagen müssen somit am Anfang und manchmal auch noch während der Fahrt beschleunigt werden. Den Rest der Strecke muss der Wagen dann komplett ohne irgendeine Antriebsleistung durchlaufen können. Grundsätzlich unterscheidet man 3 verschiedene Antriebsarten. Die erste Art ist der Lifthill. Die klassische Art ist eine Kette, die zwischen den Schienen auf dem ersten Berg gespannt ist und dem sogenannten Lifthill nach oben gezogen wird. Oben wird sie dann umgelenkt und wieder nach unten durch das Motorengebäude geführt und dann zur unteren Umlenkrolle, und so läuft die Kette in einem Dauerbetrieb ständig rundherum. Während ein Achterbahnzug dann zum Lifthill rollt und sich in die Kette einhakt, wird er den Berg nach oben gezogen. Oben am Berg wird die Kette dann nach unten weggeführt und somit der Wagen ausgehakt. Dieser rollt dann den Rest der Strecke ohne Antrieb weiter. Ein Kettenlift hat bauartbedingt keine Möglichkeit, auf dem Lifthill eine Kurve zu machen, auch wenn es hier ein paar ganz wenige Ausnahmen gibt. Aber ihr müsst euch einfach mal vorstellen, wenn plötzlich 10 Tonnen auf einen Schlag an einer Kette zerren, die oben eine Rechtskurve macht, welche Kräfte dann auf diese Umlenkung wirken würden, sodass es eigentlich keinen Sinn macht, aus rein technischen Gründen wirklich eine Umlenkung einzubauen. Hier ist man dann auf andere Möglichkeiten angewiesen. Daher werdet ihr bei 99% aller Kettenlifte einen geraden Weg der Kette finden. Ein wunderbares Beispiel für einen Kettenlift ist die Silver Star im Europapark. Eine andere Variante des Lifthills, der wird betrieben mit Reibrädern. Diese Räder, die zwischen den Schienen angebracht sind, schieben den Achterbahnzug durch Reibung nach oben. Bei dieser Art sind natürlich auch Kurven im Lifthill möglich, da ja keine Kette umgelenkt werden muss. 2 gegenüberliegende Reifen drehen sich und schieben das sogenannte Schwert, das ist eine Metallplatte, die unterhalb der Wagen angebracht ist, durch Reibung nach oben. Diese Art findet ihr meistens in kleineren Achterbahnen, weil ihr da natürlich auch entsprechend eine Verlustleistung von den Rädern habt. Die Reifen nutzen sich ab und erheblich stärker als natürlich eine Kette und können auch kein solches Gewicht nach oben schieben bzw. ziehen, wie es ein Kettenlift schaffen würde. Ein gutes Beispiel dafür wäre die Pegasus bei uns im Europapark. Eine besonders platzsparende Variante eines Lifthills ist der sogenannte Trommellift. Dabei wird die Schiene um eine sich drehende Trommel herum geführt und gleichzeitig nach oben. Es ist also so eine Spirale, die sich nach oben dreht. Innen drin dreht die Trommel sich und die Wagen haken dann in senkrechte Metallplatten ein, die durch diese Bewegung der Trommel somit den Wagen nach oben geschoben wird. Diese Variante ist wirklich sehr platzsparend, weil sie auf einem sehr kleinen Raum auskommt. Es ist genau nur der Radius dieser Trommel erforderlich und hat allerdings den Nachteil, dass die Steigung dieser Spirale nicht sonderlich steil angelegt ist und somit eine Auffahrt doch relativ lange dauert im Vergleich zu anderen Achterbahnen. Solche Trommellifte könnt ihr zum Beispiel bei der Euromir oder der Eurosat finden. Die letzte Variante eines Lifthills ist der sogenannte Vertical Lift. Das ist jetzt eigentlich ein ganz normaler Lift, ein Aufzug, wie ihr ihn aus jedem Hochhaus kennt, nur halt für eine Achterbahn ausgelegt. Meistens befinden sich 2 Wagenkörbe, also einer ist oben, einer ist unten. In den unteren Wagenkorb fahren dann die Achterbahnzüge ein. Dann fährt der untere Wagenkorb nach oben und der obere gleichzeitig nach unten und entlässt somit die oberen Fahrgäste bzw. Achterbahnwagen in die Achterbahnstrecke. Sobald die diesen Wagenkorb verlassen haben, können die nächsten Wagen von unten nach oben gebracht werden und somit werden die einzelnen Wagen auf die Strecke geschickt. Das System funktioniert natürlich nur, wenn die Wagen so kurz sind, dass sie in diesen Aufzug reinpassen und man
kann keine Aufzüge bauen, die wirklich einen tonnenschweren Zug hier nach oben ziehen. Daher werdet ihr diese Variante nur bei relativ kleinen Achterbahnen oder zumindest kleinen Wagen sehen. Als Beispiel haben wir hier im Europapark den Matterhorn-Blitz, der diese Variante des Lifthills benutzt. So, das waren jetzt mal alle Varianten des Lifthills, aber wir haben auch noch eine andere Geschichte, die nennt sich Launch Coaster. Der Launch Coaster hat eine gerade Beschleunigungsstrecke, auf die der Wagen entweder hydraulisch oder magnetisch beschleunigt wird. Und in seltenen Fällen werden auch Reibräder dazu eingesetzt, aber normalerweise wird es dann magnetisch oder eben hydraulisch betrieben. Der Achterbahn wird auf dieser Geraden auf eine Geschwindigkeit gebracht, sodass er den ersten Berg mit einem Schwung durchfährt und danach genügend Energie hat, den kompletten Rest der Strecke absolvieren zu können. Diese Variante hat somit keinen eigenen Lifthill, sondern startet wirklich vom Boden aus und hat natürlich einen ganz besonderen Kick und besonderen Effekt, weil man nicht schön gemütlich nach oben gezogen wird, sondern mit einem Abschuss sozusagen wie aus einer Gewehrkugel beschleunigt aus dem Stationsgebäude hinausfliegt. Es gibt noch eine dritte Variante, die nennt sich Powered Coaster. Das sind Achterbahnen, die tatsächlich einen eigenen Antrieb haben, also wirklich einen Motor, der in den Achterbahnwagen eingebaut ist. Dabei sind dann Stromschienen auf der Strecke verlegt und jeder Wagen hat einen eigenen Antrieb. Diese Varianten haben einen sehr großen Vorteil, und zwar ist die Form der Strecke komplett unabhängig. Sie kann beliebig angeordnet werden, da der Zug hier jederzeit beschleunigen oder bremsen kann, egal ob er jetzt nach oben fährt oder nach unten fährt. Hier sind also keine Höhenunterschiede zu beachten und meistens sind das doch relativ flache Achterbahnen, die aber doch auf eine ganz schöne Geschwindigkeit kommen können, weil man sie ja entsprechend mit den Elektromotoren beschleunigen oder bremsen kann. Die älteren Varianten waren im Einzugbetrieb ausgelegt, weil man einfach nur durch die Höhe der Spannung auf der Stromschiene dafür sorgen konnte, wie schnell der Wagen fährt. Das hat natürlich nur so funktioniert, wer früher eine Modelleisenbahn hatte, weiß das. Wenn man zwei Züge auf der gleichen Strecke hat, fahren natürlich beide in derselben Geschwindigkeit. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn ich den einen beschleunigen muss und den anderen nicht. Neuere Technologien wie der Arthur im Europapark zum Beispiel hat die Steuerungselektronik in jedem Wagen einzeln drin, sodass die Wagen auch unterschiedlich beschleunigen und bremsen können und somit auf der Strecke vollkommen autark sind und eine beliebigen Geschwindigkeit hier eben vorlegen können. Wie gesagt, im Europapark als Beispiel haben wir hier Arthur oder den Alpen-Express als älteres Modell, als eine der ersten Powered Coaster, die hier in Deutschland gefahren sind. Wie ihr seht, gibt es eine riesige Auswahl an unterschiedlichsten Antriebsarten bei einer Achterbahn. Ihr könnt natürlich die ganzen Thematiken bei uns auch im Forum nachlesen. freizeitparkcheck.de, Forum Freizeitpark allgemein, und da gibt es dann Freizeitpark Wissen. Ich hoffe, der Beitrag war jetzt ein bisschen interessant. Ihr habt etwas gelernt und hört wieder rein bei dem nächsten Technikbeitrag. Viel Spaß im Forum und bei uns im Radio auf radio.freizeitparkcheck.de. FPC Technik. Heute A.